rechts in die Pilzerbrückener Straße. Moin von der Ostsee, hier ist wieder Chris. So, heute fahren wir mal an die Ostsee und wir finden einen tollen Campingplatz, Campingplatz Südstrand. Das soll ein sehr schönes Ding sein und als wir hier einbiegen, das sieht schon wirklich cool aus, wie so ein kleines Ferienresort. Da kommen wir an der Schrankenanlage mit automatischer Kennzeichenerkennung. Und da hinten sieht man schon die Ostsee. Ich hatte mal wieder bei Google Maps geguckt und dieser Platz sah sehr toll aus und man konnte vom Stellplatz aus direkt aufs Meer gucken. Mal sehen, wo das genau ist. Ein paar Camper gibt es hier schon. Ah, da ist er. Und dann stellen wir uns am besten rückwärts rein. Dadurch, dass wir ein Luftfahrwerk haben, ist das alles überhaupt kein Problem. Dann brauchen wir keine Keile und so. Einfach, wenn man steht, den Knopf drücken und dann ist er gerade. Tja, dann packen wir mal aus. Stühle, den Tisch und am besten gleich die Fahrräder auch mit raus. Das geht schon ratzfatz. Wir sind da ziemlich geübt inzwischen. Hier gibt es noch ein bisschen Frischwasser auf der anderen Seite. Ist direkt der Wasserhahn da am Platz. Das ist schon genial. So, und dann werde ich mal die Fahrräder rausholen. Dank unseres schönen Veloslide, den kann man so einfach rausziehen und dann die Fahrräder runterheben, ist das echt komfortabel. Ratzi-fatzi, Fahrräder raus, man muss nicht reinkrabbeln. Also wirklich eine super Erfindung, das Ganze. Und schon sind wir eigentlich fertig. Da kann man doch erstmal die Sonne genießen und die Seele baumeln lassen. Und einmal rundum geguckt, da hinten stehen ein paar Wohnwagen und hier ist die wunderbare Ostsee. Tja, dann mache ich mich doch mal auf zu dem Sanitätshaus. Da kommt man überall mit so einer Karte rein, die man kriegt vorne am Empfang. Hier ist also die Waschküche mit 2 Becken. Einen Backofen und eine Waschmaschine benutzen. Das ist schon gut ausgerüstet hier. Dann gehen wir mal hinten rum, da ist der Sanitätsraum für die Männer. Wieder vorne die Karte dran halten. Ach, und da steht, man soll keine Enten füttern. Nee, mache ich nicht. Ja, das sieht ja toll aus hier. Hätte ich gar nicht gedacht. Ach, und richtige Toiletten, ganz abgeschlossen, kein Lüftungsschliss unten drin. Ja, und jede Menge Dinger. Ach, und das sind die Duschen. Ja, schön. Ah, und da legt man die Karte drauf, dann gibt es warmes Wasser. Ja, sehr geräumig. Das lässt sich doch mal gut ansehen. Klasse. Waschbecken, Spiegel, alles da. Und da gibt es, glaube ich, ja, einige Kabinen von. Gehen wir einfach nochmal zurück. Ja, tolles Sanitärhaus, also wirklich gut. So, am nächsten Morgen, die Sonne geht langsam auf. Das ist schon eine schöne Aussicht, total ruhig, wir haben wunderbar geschlafen. Sehr empfehlenswert. Ist natürlich ein bisschen was los, manche nehmen ihr Boot dann mit,
Ach, und ich hatte mich schon gefragt, wie wird hier wohl Rasen gemäht? Coole Geschichte. Ich glaube, ich gehe mal los und werde mir mal das Gelände anschauen ein bisschen. Ja, das nenne ich mal einen ordentlichen Spielplatz. Da ist natürlich ordentlich was drin für die Kinder. Sieht alles sehr gepflegt und auch relativ neu aus. Da muss ich mal den Schatzi holen. Gucken wir uns das nochmal zusammen an. Da hat die bestimmt Freude dran. Toll. Macht was her hier. Ich wusste es, es gefällt ihr. Trampolin. Das ist auch was für die Großen. Ja, und dann besuchen wir danach erstmal das Restaurant. Schon später Nachmittag und ich habe Hunger. Guck dir das an, toller Blick. Da gibt es Spargel für Schatzi mit Pellkartoffeln. Und ich nehme mir mal einen Schnitzel mit Pommes. Lecker. Ja, das sind die Dauercamper hier vorne direkt am Restaurant an der Einfahrt. Und später essen wir nochmal, da gibt es einen Burger und Schatzi nimmt eine Scholle mit schön Speck. Ja, und auf der linken Seite, wo wir runtergefahren sind, da sind ganz viele Dauercamper, ein paar wenige Stellplätze für Tagesgäste. Aber es ist schon wirklich schön hier. Der nächste Morgen. Ich bin früh wach, habe wieder wunderbar geschlafen. Die Sonne geht auf und die Ostsee plätschert vor sich hin. Und hier gibt es sogar Schwäne, man soll es kaum glauben. Tja, kleiner Brötchenshop und so ein paar Sachen zum allgemeinen Einkaufen gibt es vorne an der Rezeption. Kann man sich da abholen. Und dann komme ich einfach nochmal wieder zurück. Und da die Sonne so schön scheint, denke ich mir, mach doch mal die Solarmodule sauber. Dann gibt es ein bisschen mehr Energie in der Hütte. Und wir haben zum Glück ein bisschen nachgerüstet. Und auf dem Dach mit dem Ausblick ist es natürlich fantastisch. Dann fahren wir mit dem Rad nach Neustadt und gucken uns ein bisschen um, müssen nochmal in die Apotheke, direkt gegenüber dieser schönen Kirche. Und das Beste ist im Grunde genommen der Hafen, weil da kann man wunderbar Fischbrötchen essen. Und es sieht sehr idyllisch aus. Bei dem Wetter natürlich nochmal so schön. Ich glaube, im Sommer ist hier so richtig was los. Da werden Krabben vom Schiff verkauft. Also ideal für Radfahrer hier. Fahren wir einfach wieder zurück, immer schön am Wasser lang, zurück zum Campingplatz und es ist herrlich. Wie schön grün, diese Boote, dieses Wasser, das macht ja immer eine ganz besondere Stimmung, finde ich.
Parkanlage gibt es hier vorne. Ja, und das ist zu Ende und dann muss man wieder ein bisschen rumfahren. Man fährt so eine schöne kleine Rundung, wo rund gebaut so ein Steg ist, wo die ganzen Boote liegen. Das sieht schon toll aus, muss ich sagen. Und da kommen wir sogar zu so einem kleinen Strandbad, wo man auf den Steg rausgehen kann. Schatzi nimmt mal ganz außen den Steg und man hat einen weiten Blick über die Ostsee. Ist das herrlich. Tja, und dann schieben wir so ein bisschen da, wo der Fußgängerweg ist und genießen die Sonne, den Strand und das Meer. Herrlich, man kann hier auch ein bisschen sitzen. Da sind die Molen, das ist schon toll. Hier gibt es natürlich einige Campingplätze, an denen wir vorbeifahren. Aber ich glaube, der Campingplatz Südstrand ist schon das Schönste, was wir hier erwischen konnten. Direkt am Meer, kleine Hecke und dann sind wir wieder zurück. Aber wir denken uns, Grömitz ist auch nicht so weit weg, also fahren wir doch mal zu Main-Grömitz. Das ist ja ein ziemlich netter Ort, wo es auch natürlich viele Touristen gibt, aber wir denken uns, da probieren wir auch mal ein Fischbrötchen oder vielleicht ein Eis. Man muss nur sehr aufpassen. Mein Eis. Die Möwen klauen Chili doch glatt das erste Eis. Wir kaufen ein zweites, aber man sollte es immer nah bei sich tragen, weil sonst ratzfatz ist es weg. Schön hier. Tja, das Solarmodul muss ich noch machen. Und was soll ich sagen? Als Fazit lässt sich festhalten, ein sehr schöner Platz, sehr aufgeräumt und ordentlich, super nettes Personal, das Essen ist erstklassig, Sanitätshaus, top, spitze, immer sauber. Wir haben uns rundherum wohlgefühlt und können das auf jeden Fall empfehlen. Campingplatz Südstrand ist eine tolle Geschichte. Vorab buchen und dann hat man auch die Chance, einen richtig schönen Platz zu bekommen. Und wenn das keine Erholung ist, und beim nächsten Mal bleiben wir vielleicht länger, wer weiß. Es ist nicht so wahnsinnig weit von Hamburg weg und macht Spaß, hier zu stehen. Bleibt dran, bald geht's nach Norwegen. Macht es gut. Tschüss.